Schau beim nächsten Mal auf der Autobahn genau auf die gigantischen Strommasten. Du wirst sehen, dass die Kabel niemals den Stahl direkt berühren. Sie hängen an langen Ketten aus grünem Glas oder brauner Keramik. Sie sehen aus wie gigantische Tellerstapel oder überdimensionale Halsketten. Für die meisten Menschen ist das einfach nur unsichtbare Infrastruktur. Manche denken, die Rippenform ist Design oder dient der Aerodynamik gegen Wind. Aber diese unscheinbaren Teller sind die einzige Barriere zwischen uns und einer Katastrophe. Ohne diese spezielle Form würde der Strom nicht im Kabel bleiben. Er würde in den Mast springen, in den Boden rasen und das gesamte Stromnetz in Sekundenbruchteilen grillen. Krankenhäuser wären dunkel, Fabriken würden stillstehen, dein Handy wäre nutzlos. Diese Dinger sind keine Deko. Sie sind das Ergebnis eines 100-jährigen Kampfes gegen die Naturgesetze. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir analysieren heute, warum Strom eigentlich lieber über Oberflächen kriecht, als durch die Luft zu fliegen. Wir klären, warum Regen der größte Feind der Stromversorgung ist und warum wir immer noch Keramik nutzen, obwohl wir längst Hightech-Kunststoffe haben. Wenn du verstehen willst, wie die unsichtbare Technik unseren Alltag am Laufen hält, dann abonniere jetzt den Kanal. Um die Form zu verstehen, müssen wir zurück zu den Anfängen der Elektrizität gehen. Früher, bei Telegraphen und Telefonleitungen, war alles einfach. Die Spannungen waren niedrig. Man nutzte kleine Porzellanknöpfe, die direkt auf Holzmasten geschraubt waren. Das funktionierte perfekt. Aber als Kraftwerke begannen, echte Hochspannung über weite Strecken zu schicken, passierte etwas Gefährliches. Die alten Isolatoren explodierten regelrecht. Der Strom war zu stark. Er ignorierte die kleinen Barrieren, sprang über und verursachte Brände. Ingenieure standen vor einem physikalischen Dilemma. Sie brauchten größere Isolatoren. Aber man kann kein 3 Meter langes Stück Porzellan am Stück brennen. Es würde brechen. Die Lösung war die Modularität, die Erfindung des sogenannten Hängeisolators. Statt eines riesigen Klotzes entwickelte man ein System aus einzelnen Scheiben, die man flexibel aneinander hängen kann. Aber warum genau diese Tellerform? Warum kein glattes Rohr? Hochspannung hat nur ein Ziel. Sie will zur Erde. Der Boden ist das Nullpotenzial. Das Kabel über deinem Kopf trägt bis zu 380.000 Volt. Der Stahlmast ist perfekt geerdet. Wenn der Strom einen Weg findet, nimmt er ihn. Und der Weg führt oft nicht durch das Material, sondern auf dem Material. Das Problem ist der Schmutz. Staub, Industrieabgase, Pollen und Feuchtigkeit bilden einen Belag auf dem Isolator. Sobald es regnet, wird dieser Schmutzfilm leitfähig. Der Strom kriecht außen am Isolator entlang. Man nennt das einen Kriechstrom oder Flashover. Wenn man ein glattes Rohr nehmen würde, wäre der Weg für den Strom sehr kurz. Ein kurzer Weg bedeutet wenig Widerstand. Das Ergebnis wäre ein Lichtbogen, der die Luft ionisiert und die Anlage zerstört. Und genau hier kommt die geniale Geometrie ins Spiel. Ingenieure nennen das die Kriechstrecke. Die Rippen oder Teller haben eine primäre Funktion. Sie verlängern den Weg künstlich. Der Strom kann nicht mehr geradeaus fließen. Er muss jeden einzelnen Teller rauf um die Kante herum und wieder runter kriechen. Aus einem Meter physischer Länge werden durch die gefaltete Oberfläche plötzlich 3 oder 4 Meter Kriechweg. Der Widerstand verdreifacht sich, ohne dass der Isolator länger wird. Es ist wie bei einem Marathonläufer. Die Luftlinie zum Ziel ist kurz, aber wir zwingen den Strom zickzack zu laufen, bis ihm die Puste ausgeht. Aber die Form kann noch mehr. Schau sie dir genau an. Die Teller sind nach unten gewölbt wie kleine Regenschirme. Selbst im stärksten Gewitter bleibt die Unterseite jedes Tellers trocken. Das ist entscheidend. Der Regen wäscht zwar den Schmutz oben ab, aber er kann keinen durchgehenden Wasserfilm von oben bis unten bilden. Die trockenen Zonen unter den Tellern brechen den Stromfluss immer wieder ab. Es ist eine physikalische Barriere aus trockener Luft und Keramik. Das ist besonders wichtig in extremen Umgebungen. Denk an eine Küstenregion. Salzwasser in der Luft ist der schlimmste Leiter überhaupt. Oder denk an Industriegebiete mit Ruß in der Luft. Oder sogar Vogelkot. Ohne die Tellerform würde eine einzige Möwe ausreichen, um eine Stadt lahmzulegen. Die glasierte Oberfläche der Keramik sorgt zusätzlich dafür, dass der Regen den Dreck einfach abwäscht. Der Isolator reinigt sich selbst. Ein weiterer Grund für den Erfolg dieses Designs ist die Logistik. Ein einziger dieser Teller isoliert meistens zwischen 11 und 15 Kilovolt. Das macht das System universell. Wenn du eine kleine Landleitung baust, hängst du einfach 3 Teller aneinander. Wenn du eine massive Überlandleitung für Höchstspannung baust, hängst du 20, 30 oder 40 Stück in eine Kette. Das ist genial für die Wartung. Wenn ein Blitz einschlägt und einen Isolator sprengt, fällt nicht die ganze Kette herunter.
Die Arbeiter müssen nicht den ganzen Mast zerlegen. Sie klettern hoch und tauschen nur die einzelne kaputte Scheibe aus. Das spart Millionen an Wartungskosten und Zeit. Heute sieht man manchmal graue Stäbe statt der Teller. Das sind moderne Polymerisolatoren aus Silikon und Fiberglas. Sie sind leichter und billiger, aber die gute alte Keramik stirbt nicht aus. Warum? Haltbarkeit. Ein Keramikisolator hält problemlos 40 bis 70 Jahre. Er ist resistent gegen UV-Strahlung der Sonne. Er widersteht der Hitze von Lichtbögen. Kunststoff wird irgendwann spröde. Und Keramik hat einen Sicherheitsvorteil. Wenn Keramik kaputt geht, sieht man es. Es gibt Risse oder Scherben. Ein Inspekteur kann das mit einem Fernglas vom Boden aus sehen. Kunststoff kann innerlich versagen, ohne dass man es von außen sieht. Deshalb vertrauen wir bei den wichtigsten Adern unserer Zivilisation immer noch auf gebrannten Ton. Die seltsamen Halsketten am Strommast sind also keine Mode. Sie sind ein technisches Meisterwerk, das Wasser, Schmutz und gigantische Spannungen bändigt. Wir zwingen die Energie, einen Umweg zu nehmen, damit sie sicher bei dir an der Steckdose ankommt. Es ist faszinierend, dass unsere gesamte Hightech-Welt davon abhängt, dass ein bisschen Regenwasser an der richtigen Stelle abtropft. Hast du schon mal versucht, anhand der Telleranzahl die Spannung einer Leitung zu erraten? Oder sind dir die Dinger noch nie aufgefallen?